Hallo meine Lieben, ich habe heute nur ein ganz kleines Projekt für euch und zwar wollte ich euch kurz zeigen, wie ihr Untersetzer aus Kork mit Flexfolie auch beschmücken könnt. Und wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns gleich an. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind solche Untersetzer. Wir werden hier diesen Mintgrün machen, aber ich wollte euch zeigen, wie das aussieht, wenn man hier verschiedene Farben macht. Ich habe hier einen Cheers ausgewählt, weil ich finde das für den Sommer so als Getränke-Untersetzer super. Aber ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn ihr zum Beispiel Gäste eingeladen habt und da Namensschilder braucht, dann könntet ihr sowas auch zum Beispiel mit Namen machen. Und wenn euch das mit diesen Outlines nicht gefällt, ihr könnt ja da auch Uni mit einer Farbe nur arbeiten, wie euch das am besten gefällt. Und wie wir den hier machen, das zeige ich euch jetzt gleich. Um diese Untersetzer zu machen, braucht ihr Folgendes. Ihr braucht natürlich den Untersetzer selber, der aus Kork gemacht ist. Dann braucht ihr Flexfolie. Ich habe hier eine weiße für die Umrahmung oder die Outline und die Bubbles, und dann habe ich für innen drinne ein mintgrünes. Hier habe ich 3 schon gemacht. Eines ist gelb, eines rosa und eines hellblau. Ich dachte mir, sind coole Farben jetzt für den Sommer. Aber ihr habt natürlich extrem viele andere Farben zur Verfügung. Des Weiteren braucht ihr den Plotter. Ich werde heute mit der Cricut Mini arbeiten und der Standard Grip Matte. Das könnt ihr aber natürlich auch mit dem Brother Plotter machen oder mit einem anderen Plotter, den ihr habt. Dann brauchen wir ein Entgitterungstool, eine Schere, und um das Ganze dann aufzubringen, habe ich die Hitzematte. Ich habe ein Stück Backtrennpapier und dann ich verwende hier die Cricut Mini Heat Press. Und dann brauchen wir natürlich auch den Cricut Design Space, um das Ganze zu bearbeiten. Oder eben, wenn ihr mit dem Butter Plotter arbeitet, dann den Butter Canvas. Ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet und habe das Design schon erstellt. Das habe ich ganz einfach so gemacht, dass ich einen Schriftzug genommen habe und dann die Outlines erstellt habe. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr solche Outlines erstellen könnt, weil das kann man im Cricut Design Space innen drinnen nicht, beim Butter Canvas geht es dann, da ist es im Programm integriert, hier eben nicht, aber da habe ich euch das mal in einem Video gezeigt, das verlinke ich euch hier oben, wie ihr solche Outlines machen könnt. Dann habe ich hier so kleine Bubbles noch gemacht, das sind ganz einfach hier über die Form habe ich Kreise hinzugefügt. Jetzt, wenn ich das Ganze so an den Plotter übergeben würde, dann würde Folgendes passieren. Es würde mir die Elemente einfach so platzieren, wo es denkt, dass es am besten Platz hat. Das wollen wir natürlich nicht. Ich werde einerseits den Schriftzug eben in Mintgrün hier mit der Folie ausplotten und der Rest wird in Weiß sein, und das brauche ich genauso angereiht, wie es hier ist, damit ich das dann entsprechend aufbringen kann. Jetzt, wie mache ich das? Ich gehe hier auf die Ebenen und gucke mir an, wo ist mein Schriftzug. Der Schriftzug ist hier zuoberst, das ist das Mintgrüne, das blende ich jetzt kurz aus. Dann habe ich den ganzen Rest und da gehe ich jetzt einfach hin und markiere mir das alles und gehe dann bei Aktivitäten, sage ich verbinden. Weil jetzt bleibt es genau da, wo ich das brauche. Und ihr seht auch, das hat das Ganze quasi gruppiert. Jetzt werde ich als allererstes das ausblenden und den Schriftzug einblenden, weil den werde ich jetzt zuerst ausplotten. Dazu nehme ich meine Matte und ich habe ein Stück von dieser Mintfolie schon zurechtgeschnitten, und denkt immer dran, die glänzige Seite mit dieser Deckfolie, die muss unten liegen und die matte Seite oben.
Das Stück muss einfach groß genug sein, damit es für den Schriftzug passt. Dann gehe ich hier auf Herstellen, sage auf der Schneidematte und dann bei Flexfolie immer dran denken, ihr müsst das Ganze hier spiegeln, sonst funktioniert das nicht. Von dem her, ihr seht, das wird irgendwo nach der 9, also irgendwo hier und überhalb der 3, von dem her, dieses Stück ist groß genug. Dann sage ich weiter. Und dann muss ich das Material auswählen. Ich nehme hier für meine Flexfolie das Everyday Iron-On. Dann sagt er mir, ich muss das Ganze laden. Das mache ich jetzt auch. Und dann kann ich hier auf Los tippen. Wenn er fertig ist, sagt er das auch, dann kann ich das auswerfen. Die lege ich kurz beiseite und mache dann gleich auch das andere Element. Gehe wieder zurück auf die Leinwand und hier bei den Ebenen blende ich jetzt diesen Schriftzug aus und den Rest wieder ein. Und jetzt kann ich auch wieder sagen, herstellen, auch wieder mit Schneidematte. Auch hier nicht vergessen zu spiegeln und dann seht ihr auch ungefähr die Größe von der Folie, die ihr braucht. Da habe ich ein weißes Stück zurechtgeschnitten, auch hier nicht die glänzige Seite, sondern die matte Seite. Und dann kann ich auch hier auf Weiter drücken. Auch wieder sagen Everyday Iron-On. Er will wieder das Material. Und dann kann ich Los sagen. Not sure what I'm doing here. And the days don't work out the way I thought they would. Und wenn er damit fertig ist, dann sagt er auch das hier wieder. Ich kann sagen auswerfen. Und dann vergesst nicht jeweils das Ganze auch zu speichern, dass ihr das hier speichern unter zum Beispiel entweder in eurer Cloud oder auf dem iPad, damit ihr das nachher auch wieder zur Verfügung habt. Aber das iPad und die Cricut brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann kann ich auch das Element runternehmen und die Matte auch wieder abdecken. So, jetzt habe ich diese beiden Elemente sind ein bisschen größer als das, was ich eigentlich brauche und ich schneide mir das jeweils so ein bisschen zurecht, weil den Rest kann ich wunderbar für ein anderes Projekt wiederverwenden. Jetzt muss ich diese beiden Elemente noch entgittern, das geht extrem einfach bei dem Motiv. And before you there was no one who understood. Never found somewhere I fit in. You, I was feeling lost, but you're the one who can make it. Dann brauche ich den Untersetzer, die Hitzematte, das Backpapier und meine Cricut Mini. Die stelle ich jetzt auch schon auf eine 2 ein, ist im Moment noch rot, sobald die genug heiß ist, wird die grün. Dann kann ich das hier schon mal platzieren. Ich mache das jeweils so, wenn Elemente zusammengehören, klebe ich die kurz so ein bisschen aufeinander, damit ich weiß, wo ich das platzieren muss. Das wird in etwa hier sein. Dann halte ich einfach die untere Folie fest, weil die muss hier drauf bleiben. Und jetzt hat sich auch schon die Cricut gemeldet, die ist genug warm. Von dem her lege ich jetzt hier das Backpapier drauf. Normalerweise kann man direkt mit der Cricut auf diese
Schutzfolie drauf gehen, aber ich will hier einfach den Kork etwas schützen, von dem her mache ich das so. Und jetzt gehe ich hier einfach so 20 Sekunden drauf, so ein bisschen hin und her. Da geht es jetzt erstmal darum, dass es genug heiß ist, damit ich einfach die Schutzfolie abziehen kann und der Schriftzug nicht mitkommt. Das hat funktioniert. Und jetzt kann ich dieses zweite Element drauf geben. Passt genau natürlich. Sometimes I can't breathe, but it feels like you're the one. So passt es für mich. Auch wieder das Backpapier drauf und jetzt gehe ich effektiv 30 Sekunden hier auf die Stellen drauf, damit das wirklich gut haftet. Dann kann ich diese Folie auch abziehen. Et voilà. Und schon ist das Ding fertig. Und so könnt ihr jetzt die verschiedenen Designs am Laufband quasi machen. Ihr könnt verschiedene Farben machen. Ihr könnt auch, wenn ihr diese Outlines nicht haben wollt, sondern nur einen Spruch oder nur ein Wort in entsprechenden Farbe, könnt ihr auch das machen. Da könnt ihr echt eure Kreativität völlig freien Lauf lassen. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video und die Idee gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt auch gerne auf den Like-Button unten. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept off their